Schönen guten Tag. Wir haben heute Besuch vom... Mein Name ist Vincent, ich komme aus Esslingen, bin 31 Jahre alt. Echt? Ja. Oh, wow, okay. Und was hast du uns heute mitgebracht? Ich bin heute hier mit meiner KTM Super Adventure 1290 und da bauen wir den Mofesso ein, einen Kettenöler. Ja, wir sehen hier ein kurzes Schema noch zu den Komponenten, die wir verbauen wollen. Regenschalter, Steuereinheit, Dosierventil, die Tank und die Auftragsdüse. Relativ überschaubar und das zeigen wir jetzt am Motorrad, wie wir das schon hingebastelt haben. Dann kommt auch mit rüber. So, hier haben wir jetzt die 1290 Super Adventure und im ersten Schritt haben wir was gemacht. Wir haben die Position des Regentasters gewählt. Ich habe mich für die rechte Seite entschieden, da man hier schön während der Fahrt rankommt und auch es gut im Sichtbereich angebracht ist, dass man sieht, welchen Modi man gerade gewählt hat. Dann sind wir mit dem Kabel entlang der anderen Schläuche und Kabelführungen entlang gegangen, unterm Tank entlang und sind hier an der rechten Seite rausgekommen und haben das Kabel weitergeführt bis hinten unter die Sozio-Sitzbank. Die Steuereinheit haben wir, erstmal haben wir die Kabel sauber zusammen gemacht, dann wählt man sich einen Modi aus, wie viel aufgetragen werden soll. Dann haben wir die Kabel angeschlossen an ACC2, was schon verlegt war werksseitig vom Motorrad. Hier hinten unten drunter. Direkt versteckt, das ist für die Steuerleitung. Einmal die Mofesso angeschlossen, schwarz-weiße Kabel. Und dann haben wir noch die Stromleitung an der Batterie angeschlossen. Genau, Plus und Minus. Mit einer Sicherung. Sicherung, genau. Dann geht von der Steuerleitung hier geht auch das Kabel an der rechten Seite runter Richtung Dosierventil. Das zeigen wir euch dann gleich. Das ist hier unten. Und hier auf der anderen Seite haben wir dann noch die nächste Komponente. Das ist der Tank. Wie haben wir den angebracht? Den Tank, da haben wir als erstes ein Schaumstoffschutzpad angebracht. Vorne brauchen wir keins. Dadurch, dass hier die Sitzauflage ist, ist hier schon gummiert. Den haben wir dann mit 2 Kabelbindern fixiert. Vorne ist der Abgang zur Dosiereinheit und das T-Stück zur Befüllung. Genau, T-Verbinde hier vorne angebracht. Der Schlauch geht dann wieder hier zurück zum Befüllstutzen. Den kann man sich dann unter die Sozio-Sitzbank legen und da kommst du dann gut dran zum Befüllen. Ne? Und auf der anderen Seite ist die variable Entlüftung angebracht. Die haben wir oberhalb vom Tank auch am Rahmen befestigt. Die sollte senkrecht stehen, damit die Belüftung stets gewährleistet ist und alles einwandfrei funktioniert. Ja, also dann haben wir hier hinten unsere ganzen zentralen Verkabelungen. Das heißt, wir gehen jetzt mal von der Steuereinheit runter zum Magnetventil. Da haben wir die Leitung hier hinten von der Steuereinheit hier innen an der Verkleidung runtergelegt. Und kommen dann also hier innen an der Verkleidung raus zum Ventil. Und jetzt können wir das noch kurz anschließen. Das Ventil in Laufrichtung des Öls verbauen. Oder in Pfeilrichtung. Da wir hier unten eine gerade Fläche haben, haben wir uns für die Positionierung entschieden. Wird mit 2 Kabelbindern fixiert. Wir haben zusätzlich da noch einen Schaumstoff drauf geklebt, dass das ganze Ventil vor Vibrationen schützt. Jetzt kommt hier der Schlauch von der Düse. Die Auftragsdüse haben wir in 6 U-Stellungen am Kettenblatt ausgerichtet. Gehalten wird diese von dem Halteblech. Das Halteblech haben wir unter die hintere Schraube von der Kettenführung drunter geklemmt. Unter der Schwinge haben wir 2 Schlauchhalter montiert. Vorher natürlich die Stellen schön sauber machen, damit der Kleber von den Schlauchhaltern auch gut hebt. Den dritten Schlauchhalter haben wir in der Schwinge montiert, um nachher einen schönen Bogen machen zu können, um hinter dem Rahmen landen zu können.
Dort haben wir noch einen Kabelbinder montiert, dass der Schlauch nicht einen Bogen macht über die Kette, sondern schön verlegt ist, um schließlich dann im Magnetventil angeschlossen werden zu können. Okay, wir haben jetzt hier bei der ganzen Leitung vom Magnetventil bis runter zum Kettenblatt noch den Hitzeschutzschlauch installiert. Einfach aus optischen Gründen, weil der Vincent lieber nur einen schwarzen Schlauch liegen hat, aber schützt natürlich den Schlauch auch vor mechanischer Beschädigung, also vor Stein, Stark, Dreck und so weiter. Das ist natürlich noch eine Option, die man zusätzlich hier anbringen kann. Der Schlauch, der oben vom Tank kommt, haben wir ebenfalls parallel zum Kabel entlang gelegt und schon auf die richtige Länge gekürzt. Okay, hier können wir dann nachher noch das Kabel ein bisschen nach oben durchziehen, dass es dann nicht so runterbaumelt und die Kabel dann noch kürzen. Also im letzten Schritt müssen wir natürlich noch einen Funktionstest machen und das ganze System mit Öl befüllen. Das heißt, du musst jetzt mal dein Motorrad anschalten, also die Zündung anschalten. Ist ja wunderbar, wie das alles ohne Schlüssel geht, ne? Dann 4 Sekunden lang auf dem Regentaster draufbleiben, um ein dauerhaftes Öffnen des Magnetventils zu erreichen, um die Entlüftungsfunktion zu aktivieren. Genau, der blinkt jetzt und wir haben auch das Klacken gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit auf dem Video drauf ist, aber das Ventil hat jetzt einmal geklackt, das heißt es ist geöffnet. Und jetzt gehen wir über den Befüllstutzen in der Spritze ran. Und jetzt sehen wir, wie hier das flüssige Gold sich hoffentlich in den Tank, seinen Weg in den Tank findet. So fühlt es schon. Also für die Befüllung des Tanks muss natürlich das Ventil nicht offen sein, aber das Ventil muss offen sein, um beim erstmaligen Befüllen eben das System zu entlüften. Das heißt, nachdem wir jetzt hier die erste Spritze eingefüllt haben, ziehen wir die nochmal auf. Jetzt halten wir hier hinten mal das ist ja die Entlüftung, die halten wir jetzt mal zu. Das heißt, das Öl findet dann seinen Weg hier runter. Sehen wir schon. Durch die Ölleitung kommen. Das ist jetzt die Entlüftung, die man erstmalig bei Inbetriebnahme dann vornehmen muss. Ja, jetzt sehen wir schon, wie das Öl hier runterkommt. Dass dann einmal das komplette System entlüftet ist und keine Luftblasen mehr drin im Schlauch sind. Da kommt das Gold. Und jetzt müsste es hier gleich am Kettenrad austreten. Ja, genau. Das muss noch einmal runtertropfen. Ja, da sehen wir den ersten Tropfen. Jetzt können wir hier vorne den Spülmodus oder Entlüftungsmodus deaktivieren. Jetzt ist das Ventil wieder geschlossen. Und wir können hinten noch die letzte Spritzenfüllung in den Tank drücken. Also bei dem 60 Milliliter Tank gehen ja dann 3 Spritzenfüllungen ungefähr mit rein. Muss jetzt nicht bis zum Anschlag voll sein. Ja, ich glaube, das reicht so. Hoch. Hier schon deinen Stöpsel drauf machen. So. Und fertig. Fertig. Ruckzuck. Jetzt musst du dir nicht mehr die Hände schmutzig machen mit Kettenspray. Einwandfrei. Und habe auch kein versifftes Motorrad mehr. Also und nach den ersten 50 bis 100 Kilometern auf jeden Fall nochmal kontrollieren.
ob alles so noch dran ist, wo es sein sollte, dass wir keinen Fehler gemacht haben beim Einbau. Und dann läuft das. Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken. Ich bin sehr zufrieden. Sieht auf jeden Fall sehr dezent aus und deswegen bin ich sehr gespannt darauf und freue mich, einen Mofesso am Motorrad zu haben. Sehr gut.